So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SVD Sports. Heute der erste Livestream aus unserer Werkstatt. Gestern, das hat nicht richtig funktioniert, weil YouTube das einfach scheiße erklärt. Ne? Da muss man vorher noch eine Verzichtserklärung machen, man muss noch mal eine Genehmigung unterschreiben, man muss das dann per E-Mail fortschicken. Das hatte ich mir so nicht gedacht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das mit diesem Klick veröffentlichen funktioniert. Ich hatte es dann gestern 3-4 Mal probiert, aber irgendwann geht dir die Lust aus. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen euch die Motorräder vorstellen, die KTM 690. Der Elmar, deswegen ruhelos, der kann ja nicht ruhig sein, wenn ich sage, ich filme jetzt. Ne? Der steht da am Moped und muss jetzt da das Zeug rumwerfen. Also das ist eindeutig keine KTM 690. Wir laufen mal in die Werkstatt, ich sage wenigstens mal Hallo. Hallo. So. Okay, ich hoffe, der Wolfgang versteckt sich nicht. So, hier sind die Katis. So sieht unser Motorrad fertig aus. Warum die KTM? Ja, das war halt damals die Idee vom Jörg, dass wir nach Magadan fahren. Und eigentlich wären diese Mopeds dann vielleicht in Magadan stehen geblieben und nur noch die Nummernschilder nach Deutschland gewandert. BMW hätte ich in der Kürze der Zeit überhaupt nicht. Servus, ein Gruß nach Marokko zurück. BMW hätte ich in der Kürze der Zeit überhaupt nicht zusammenbauen können. Das war dann einfach von Weihnachten bis Juni, hatten wir Zeit gehabt, dann sind die Motorräder schon in den Container gekommen und sind dann in die Mongolei verschifft worden. So sieht das Motorrad jetzt startklar zusammengebaut aus. Ich habe schon wieder meinen Finger in der Kamera gehabt. Der Wolfgang übernimmt jetzt. Und dann erkläre ich euch ein bisschen was dazu. Ich schiebe mir ein bisschen zeitlich, weil wir müssen alle Kalender dahin immer abhängen. Ne? Wir haben als Ausgangsbasis eine KTM 690 Enduro, das 2016er Modell mit ABS. Was machst du? Du tippst da drauf rum? Muss ich Angst haben? Nein. Keine Brille auf. Ne? Da kommen WhatsApp-Nachrichten 1000 Stück rein. Ja, das ist normal. Das ist immer das gleiche mit diesem Handy. Vorne beginnen wir mal mit den Rädern. Das sind Hahnwilsfelgen, auf die wir sie gestellt haben. Wie sie auch in der Dakar benutzt werden. Auf den Felgen haben wir die Mevo-Reifen gezogen. Hinten den H400, das ist ein Rallye-Reifen, der ist wirklich klasse. Den habe ich das erste Mal auf meiner Sport-Enduro gefahren. Kannst du mal kurz rüberschwenken, da haben wir den auch drauf. Den gibt es in softer und in harter Version. Also einfach ein Brett von Reifen. Die Hahnwils Felgen sind mit Braking-Bremsen bestückt. Vorne ist eine lange Gabel von einer Enduro drin, Closed Cartridge System. Und die Originalgabel ist dann in der BMW gewandert. Hinten haben wir den Tractive Dämpfer. Sieht man den überhaupt? Kann den zum Neigen. Dann kannst du mal kurz so neu halten. Ja, wie sie die Rallye auch hat, die lange Version. Dann gehen wir vorne weiter, das ist der Tower von Aurora. Umgebaut, ein bisschen angepasst an unsere Tanks. Wir haben die Safari-Tanks, die man dann da hinten sieht. Da muss man klettern können da hinten. Dann PowerCell Performance Air Filter, die große Filterbox. Da war uns damals auch ganz wichtig, dass wir ganz oben unsere Luft ansaugen. Und Staub und alles, der ist wartungsfreundlich, der zieht es nicht rein. Das hat ja die KTM 690 das Problem, dass gerne mal der Filter auch reingezogen wird und überhaupt keine Filterwirkung mehr ist. Und damit gibt es überhaupt keine Probleme. Die Lautstärke, da muss man sich halt dran gewöhnen, das muss einem Spaß machen. In den Tanks verbaut sind diese Guglak-Dechfilter, diese Papierfilter für den Sprit, die sieht man leider nicht. Hinten ist es noch der Original 690 Tank. Die Zusatztanks, die werden ganz normal über Unterdruck mit zum Benzinhahn angesteuert. Was man hier auch schön sieht, wir haben Scott Oiler verbaut, einfach damit die Kette länger lebt. Die großen Fußrasten, die wir selber dafür gemacht haben, und den Fußrastenhalter, den haben wir auch selber konzipiert, damit uns der Tank nicht abbricht, damit wir die Last vom Rahmenheck von da hinten hier einleiten können und so auch ein Gepäcksystem, in dem Fall die Enduristan Taschen fahren können.
Am Motor selber sind andere Kolben verbaut, die Verdichtung ist in runter reduziert, damit wir einfach das Problem, jetzt nicht nochmal an mit dem Kolbenbruch. Wir hatten einen Bruch zwischen den zwei Kolbenringen, das kommt anscheinend öfters vor und das haben wir behoben mit niedrig verdichteren Kolben. Die Leistung, die langt völlig. Hier ein Double Take Mirror Spiegel, die kann man schön nach innen setzen, die sind dann weg und im Ausland kann man die runter machen, auf der Kamera noch hin, rechts oder links, funktioniert ganz gut. Ja, dann diesen Sportauspuff von Remus. Sieht man fast gar nicht, der ist schön eingebaut. Für die Taschen haben wir also einen Aluschutz gebastelt. Ja, Unterfahrschutz haben wir selber gemacht aus ganz massivem Aluminium. Und von vorne sieht man das auch hier, dass wir das schön dicht gemacht haben, dass man den Dreck nicht drin hat. Ja, sonst weiß ich gar nicht, also naja gut, das ist der Super Enduro Kotflügel. So echt viel weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll dann noch. Schmutztechnisch haben wir die Strümpfe noch die drauf Strümpfe, gemacht. die es aber jetzt so nichts mehr zu kaufen gibt, aber die wunderbar funktionieren. Warum starten wir ein Live-Video? Wir haben uns gedacht, die Tour startet am Samstagmorgen, dass wir euch mitnehmen auf unserer Tour, dass wir nicht nur über Instagram und Bilder kommunizieren, sondern einfach bei Videos starten. Wie ich das wirklich mache, weiß ich nicht. Also welchen Rahmen, also am besten am Tag, irgendwann um die Mittagszeit. Und einfach mal erzählen, was wir so erlebt haben, wo wir gerade rumfahren, was mit den Bikes ist, dass ihr da ein bisschen am Start seid und ein bisschen was mitkriegt. So war der Plan einfach. Und deshalb ist es mal gut, wenn man das übt. Und ich habe ja gestern gesehen, dass so eine Trockenübung einfach nicht funktioniert. Mit dem Login, dass dann einfach nichts weitergeht. Und ich wusste auch nicht, dass man das dann über den Laptop nochmal bestätigen muss. Jetzt seht ihr ja, wir sind am Start, es funktioniert. Und es ist auch klasse, dass ihr zuschaut. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir euch die Tour soll von Wien starten, nach Ungarn gehen, Rumänien, Serbien, wollen wir einfach mal schauen. Haben wir was vergessen? Ja, genau, wir haben ja die Karte drauf, also wir würden es hier so rüberziehen, dann Rumänien rein, Serbien wieder rauf. So ist der Plan. Navigiert wird in dem Fall über ein Android-Handy. Dass wir hier, also wir haben alles Karten, das dauert ein bisschen. Wir haben alles an Kartenmaterial, wenn es dann grün ist da drüben. Wir haben alles an Kartenmaterial auf diesem Handy und auf dem Garmin drauf. Da wir ja die TED fahren, ist in dem Fall unser iPhone nicht so prickelnd, sondern das Android einfach besser als Arbeitsmittel. Ja. Okay, ja. Und wer bequem sitzen will, der sollte sich hier so eine Sitzbank holen. Die haben auch für die BMWs. Aber bequem sind die nach 800 Kilometern am Tag auch nichts mehr. Das sind so nur die ersten 200 Kilometer. Ich weiß nicht, hast du gesehen, haben irgendwelche Leute Fragen gestellt? Nein, keine Frage. Das ist gut, wenn es keine Fragen gibt. Dann muss man auch keine Antworten geben. Wie lange sind wir jetzt am Start? 8 Minuten 30. Das langt völlig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es war geil, dass ihr dabei seid. Liked uns auf Instagram, Facebook und wo auch sonst, keine Ahnung, YouTube. Macht die Glocke an, dass ihr bald seid. Schaut einfach in die nächsten 2 Wochen immer mal rein. Wir werden live gehen, solange uns das Netz das zulässt und das Handy und das Equipment funktioniert. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ihr seid geil. Bis dann. Ciao. Ich hab's noch nicht gestoppt.